Guten Morgen, Freunde. Willkommen auf meinem Kanal. Hoffe, euch geht's allen gut. Wir werden irgendwelchen Kaffee machen, ganz entspannt. Und dann wollte ich heute auf jeden Fall noch trainieren gehen. Hatte eigentlich vor, ins Calisthenics Park zu fahren, aber Wetter ist heute nicht so. Ich glaube, wenn ich kenne das, ich bin 100% sicher, dass wenn ich dann im Calisthenics Park ankomme mit Kamera und alles drum und dran, dann wird es auf einmal Regen. Safe. Da wird es auf einmal safe Regen. Und deswegen dachte ich, scheiß drauf. Ich glaube, ich gehe doch lieber ins Gym heute mal. Ich war auch lange nicht mehr im Gym. Habe sogar letztens schon gedacht, ob ich das einfach kündige, weil ich da gar nicht mehr hingehe. Aber so bei Tagen wie heute ist es schon echt eigentlich sinnvoll, ins Gym zu fahren. Ja, Mann, und machen wir jetzt auf jeden Fall einen geilen Kaffee gleich. Also heute wird da auf jeden Fall ein ganz entspannter Vlog sein, auf chillig. Ich hatte eigentlich geplant, heute mal Polaroids-Bilder zu machen. Wer es nicht weiß, das sind Bilder, die man macht. Das sind einfach so ganz simple, cleane Bilder, wo man sich für eine Modelagentur bewirbt. Ich model auch nebenbei und ich war jetzt 2 Jahre in einer Modelagentur hier in Hamburg. Ich werde da jetzt auch demnächst kündigen. Also ich bin eigentlich schon mit dem Fuß raus, weil die Agentur war am Anfang auch ganz gut. Ich habe auch ein paar gute Jobs bekommen und so, aber jetzt so nach 1,5 Jahren so hat sich das so ein bisschen verschlechtert und irgendwie kommen auch nicht mehr so viele Anfragen und so. Und ich glaube, es liegt einfach daran, dass die, keine Ahnung, wann es gibt, aber auf jeden Fall hat sich das so ergeben und da dachte ich so, ey, das wäre, glaube ich mal, das ist einfach, glaube ich mal ein Zeichen, dass ich einfach mal eine neue Modelagentur suche. Ich war auch so, ich habe das die ganze Zeit auch so immer im Gedanken gehabt, das zu machen, aber bin nie darauf gekommen, weil ich immer so gedacht habe, so, ich werde erstmal die Form erreichen, die ich eigentlich erreichen möchte, aber am Ende des Tages bringt auch nichts, jetzt die ganze Zeit zu warten, bis du deine Traumform hast, weil am Ende, man kann ja trotzdem jetzt schon anfangen damit, denke ich mal. So, und also man kann es jetzt trotzdem versuchen, will ich damit sagen. Und ja, ich hatte das eigentlich heute mir vorgenommen, das zu machen, mit Hilfe meiner Freundin, dass sie mir da coole Shots macht, wie die Agentur. Ich habe noch keine Ahnung, welche Agentur, aber ich will einfach ein paar Polaroids-Bilder machen und mich einfach random bei ein paar Agenturen bewerben, hier in Hamburg oder ein bisschen hier in Deutschland allgemein. Mal gucken. Ja, und ich glaube, es werde auch ganz cool sein, endlich mal eine neue Agentur zu haben, ein bisschen Tapete wechseln und schauen einfach, wie es ist und wie sich das ein bisschen entwickelt, weil was das Model angeht bei mir aktuell,
ist es sehr, sehr stark tote Hose aktuell. Ja, und ich hätte schon ehrlich gesagt so ein bisschen Bock. Also hätte schon darauf Bock, noch ein bisschen mehr zu modeln und nebenbei zu reisen und sowas halt, ne? Mal gucken. Ja, da machen wir jetzt noch nicht den Stress. Wir gucken, wie sich das entwickelt. Natürlich, heute ist das Wetter das beste Wetter dafür, weil die Helligkeit auch nicht so mitspielt, würde ich mal sagen. Aber wenn ich jetzt das Stativ raushole aus dem Abstellraum, könnte ich das irgendwie hier, glaube ich, auch noch eventuell hinkriegen. Muss mal gucken. Ich mache mal da jetzt nicht so einen Stress. Ich gucke, wie sich das heute entwickelt. Und wenn ich das schaffe, dann mache ich das. Und wenn nicht, dann mache ich das halt das nächste Mal. Ist jetzt auch nicht so eine Trinken-Sache. Deswegen alles ganz entspannt. Ich mache mir jetzt auf jeden Fall meinen leckeren Morgenkaffee wie immer. Was ich auch übrigens heute, glaube ich, noch kaufen muss, weil ich glaube, ich habe nur noch die letzte Kaffeedose für heute. Ja, und sonst nichts, Freunde. Wir haben jetzt schon 11 Uhr, also fast 11 Uhr und nichts. Ich finde mein Titelbild richtig cool. Sieht echt geil aus, Alter. Habe ich gestern entdeckt, hat einfach Vibe. Und ja, Freunde, machen wir jetzt auf jeden Fall einen Kaffee und dann gucken wir. Eigentlich wollte ich auch noch ein Outfit shooten. Das musste ich eigentlich auch noch machen. Das habe ich schon die ganze Zeit seit Tagen vorzumachen. Aber wenn die Helligkeit heute nicht so cool ist und so, weiß ich nicht, ob ich das heute hinkriege, ehrlich gesagt. Aber ja. Gut, es ist auch gut, dass ich mal ins Gym fahre heute, weil da war ich auch ein bisschen Kettlebell-Training und das habe ich ein bisschen vermisst, Kettlebell-Training, weil sonst immer Calisthenics und so, das macht mir voll viel Spaß und so, aber so Kettlebell ist auch schon ganz cool. Man kann da schon coole Übungen machen und tut auch gut für den Rücken. Ich glaube, das wird mir auch, glaube ich, auch ganz gut tun. Und für die Beine, weil ich auch nicht so oft Beine trainiere zurzeit. Ich mache halt viel Cardio, also ich fahre viel Fahrrad und so. Aber Beintraining ist bei mir jetzt gerade nicht so stark angesagt, muss ich sagen. Ich mache ab und zu Hause immer so ein paar Squats, ein paar Übungen mache ich, aber das mache ich auch nicht regelmäßig, muss ich ehrlicherweise sagen. Deswegen denke ich schon, dass es mir heute gut tun wird, ein bisschen mal Kettlebell-Training. Das geht auch krass auf die Beine. Schon geil. Ja. Ich hoffe nur, weil wie spät haben wir es nochmal? 11 Uhr habe ich gesagt, ne? Ja, 11 Uhr gleich. Ich hoffe nur, dass der Gym irgendwie nicht voll ist, weil ich keinen Bock habe, mit Kamera und Stativ da mich zu filmen und dann die Leute gucken immer so an. Ich schäme mich dafür, ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock, ich hoffe immer. Weil Calisthenics Park ist schon natürlich geil, da sind nicht so viele Leute da und wenn da 1, 2, 3 Leute sind, dann ist es so scheißegal, man ist so draußen, ich weiß nicht, so eine andere Energy. Aber im Gym, wenn da so viele Leute sind und so, da gucken dich immer so an und da habe ich keinen Bock drauf. Ich will einfach meine Ruhe haben, ich will allein sein am besten. Am besten will ich einfach ein Gym haben, wo ich einfach ganz alleine bin. Dann gehe ich immer da morgens hin, mache ich Lichter an. Oh, das war geil. Oh, da fällt mir gerade eine richtig krasse Sache ein. Jetzt kommen die Erinnerungen hoch. Da vor vier Jahren, da in meiner alten Wohnung, wo ich noch gewohnt habe, gab es so bei mir um die Ecke. Dann bin ich immer morgens mit dem Rad gefahren, ungefähr so 5 Minuten. Da gab es so richtig ein altes Gym mit so richtig alte Geräte und so. Und ich bin da immer 6, 7 da gewesen und ich war immer der Einzige, also ich habe so quasi die Licht angemacht, kann man sogar sagen. Und das war immer so geil. Ich konnte immer so von der Hintertür reingehen und dann da oben hat er immer so mein Training gehabt. Das war schon geil für dich alleine. Man hat seine Ruhe gehabt. Ab und zu vielleicht gab es so 1, 2 Ältere, aber man weiß es ja, ne? Die Ältere sind eigentlich relativ entspannt. Außer vielleicht manche, der eine oder andere, die jetzt ein bisschen mehr quatschen will und so. Aber ich war da immer sehr, ich sag mal, nicht ansprechbar. Ich mag es nicht zu sprechen, zu reden, weiß nicht, wenn ich im Gym bin und trainiere, dann will ich einfach für mich sein. Das ist einfach Zeit für mich und ich mag es einfach, ich genieße es einfach zu trainieren. Ich kriege da meinen Kopf frei und ich will mich einfach nur auf meinen Workout fokussieren und ich mag es da nicht zu reden, zu quatschen. Sowas lenkt mich einfach nur ab und es ist einfach derbe die Zeitverschwendung am Ende. Deswegen alleine zu trainieren, immer am besten. Mit Freunden muss ich sagen, macht es manchmal auch Spaß, aber nach 1, 2 Mal wird es dann auch irgendwann anstrengend, weil, keine Ahnung, ich glaube, es liegt einfach an mir. Ich bin einfach ein Typ, ich trainiere einfach gerne alleine und mit anderen finde ich einfach nicht so effektiv. Ne? Das ist halt das. Aber ja, Freunde. Oh ja, ich mache mir jetzt auf jeden Fall einen Kaffee, Mann. Meine Freundin ist gerade dabei, den Laptop ein bisschen einzuordnen, ein bisschen speicherfrei zu kriegen, ein bisschen löschen und einsortieren, bla bla bla. Da hat sie gerade ein altes Video von mir entdeckt, von uns beiden beziehungsweise. So, ich dachte mir so, Bro, wie sah ich denn da aus? Das war locker vor 5 Jahren oder so. Aber das ist crazy, Digga. Das ist nicht normal, wie ich da aussehe, Digga. Das ist crazy.
Da dachte ich, ey, ich muss das mal zeigen. Das ist einfach peinlich. Man sieht das jetzt heute nicht so genau, aber ich hatte voll die Akne damals. Ich habe so richtig unter Akne gelitten und natürlich auch keinen Sport getrieben. Ernährung war katastrophal. Warum wir darüber gar nicht reden? Ja, das spielt natürlich auch eine große Rolle, Alter. Bin ich froh, dass wir uns jetzt so ins Positive entwickelt haben, ey. Das war crazy, Bro. Eieiei. Naja, egal. Vielleicht kommt dann irgendwann in die Zukunft mal noch so ein Video, wo ich mal darüber spreche, so ein bisschen. Schauen wir mal. Aber jetzt erstmal mache ich mir einen Kaffee. Weil wir auch im Gym nicht stinken wollen und die andere Leute vergiften und belästigen, haben wir hier dieses leider nicht mehr so viel übrig, aber ausreichend für die Session heute. Selbstgemachtes Deo aus Kokosöl, Natron und Lavendelöl. Das natürlichste Deo, was es geht und super. Das Ding ist einfach super, Leute. Verstehe nicht diese Leute, die sich da voll viel Deo reinklatschen und dann noch trainieren gehen. Oder die Leute, die sich noch Parfum besprühen vor dem Training. Das check ich überhaupt nicht. Vor allem, mich würde dieses Geruch so nerven bei dem Training. Aber jeder seins. Auf jeden Fall. Der ist echt Bombe, Leute. Der ist echt Bombe. Damit stinkst du nicht den Gym voll und hast deine Ruhe. So, das ist meine Sporttasche. Einfach einen ganz simplen Rucksack. Wisst ihr, was da drin ist, Freunde? Nur ein paar Schuhe. Und ich sag's euch ehrlich, ich brauche diese Schuhe nicht, weil ich trainiere ohne Schuhe sowieso. Und nervt eigentlich, dass ich diese scheiß Schuhe mitnehmen muss, aber ich hatte schon letztens bei Fitness First schon zweimal ist mir passiert, dass beim Fitness First die Leute da mich angesprochen haben wegen Schuhe, dass ich da mit meinen Schlappen nicht rumlaufen kann. Also ich bin da mit meinen Schlappen immer rumgelaufen, wie immer. Und was heißt rumgelaufen? Ich bin sozusagen von unten nach oben, das heißt, es sind wahrscheinlich, sage ich mal, keine Ahnung, 100 Meter, vielleicht nicht mal. Also ich bin wirklich von unten nach oben, weil sobald ich dann oben bin, trainiere ich sowieso ohne Schlappen und ohne Schuhe und das darf man auch, das ist jetzt nicht verboten, also jeder trainiert, also die meisten trainieren ohne Schuhe unten so, wenn man Calisthenics macht oder so Kettlebell-Training kannst du ja easy ohne Schuhe trainieren, aber letztens zum Beispiel wurde ich angesprochen, dass ich immer sozusagen so feste Schuhe tragen muss, dass man halt nicht mit offenen Schuhen rumlaufen kann, das darf man nicht wegen was, und das ist auch so eine Sache, da denke ich mir auch so, Bro, wir reden gerade über 100 Meter. Also ich muss einfach nur die Treppen hochsteigen. Wahrscheinlich so 5 bis 10 Schritte machen. Und dann bin ich schon da. Da kann ich ja schon trainieren. Da kann ich die Schuhe wieder ausziehen. Warum muss ich jetzt extra feste Schuhe mitnehmen, für diese paar Schritte zu machen? Aber egal, ich habe auch keinen Bock auf Stress, deswegen nehme ich die jetzt einfach mit. Die brauche ich nicht, ich würde glaube ich nicht joggen oder so, deswegen brauche ich die sowieso nicht. Oder vielleicht, wenn ich die schon mitnehme, dann macht es eigentlich auch Sinn, dass ich ein bisschen auf dem Laufband gehe. Vielleicht gehe ich ein bisschen auf dem Laufband, um mich warm zu machen. Ja Freunde, jetzt packe ich alles ein, stativ, nehme ich mit. Hoffentlich ist der Gym nicht voll, ich habe keinen Bock, dass die Menschen da sind und mich dann angucken beim Aufnehmen. Vielleicht habe ich Glück. Ah ja, Wasser muss ich auch mitnehmen, Bro. Hatte ich auf was vergessen.
Freunde, schön zu Hause wieder, willkommen. Dann kommt man nach Hause und die Frau war wieder einkaufen und hat hier schön, was ist das, Reibekäse, Hier schön leckeres Ziegenreibekäse, Kokosöl und so, Kefir, Mozzarella und so, weil wir heute nämlich Pizza machen. leckeres Brot. Ein hab ich Brot, das ist gekauft. auch Und gekauft. Weizenbrot. Hafermehl. Geil, so muss es sein, ne? Der Mann geht trainiert und die Frau geht einkaufen. Ja, Nein, Spaß, Baby. Aber cool. Kaffee hast du auch geholt. Super. und Thunfisch, weil wir heute eine Pizza Donner machen. Das ist der beste Kaffee, Freunde. Danke. Dieser Kaffee ist für mich, meiner Meinung nach, einer von den besten. Nelken, Ganz wichtig und richtig. Ursalz. Wir sind versorgt. Wir sind versorgt. Gott sei Dank. Danke, Gott sei Dank, ganz Halleluja. Aber no joke, der Kaffee. Ich habe einen sehr empfindlichen Magen und egal welchen Kaffee ich trinke, ich vertrage ihn immer nicht. Ich kriege davon Blähungen gehen, im schlimmsten Fall kriege ich auch Durchfall und ich vertrage ihn einfach nicht, ich weiß nicht. Und der hier, den habe ich ja im Biomarkt entdeckt, der kostet auch 6,50 Euro, 6,60 Euro, keine Ahnung. Wie viel Gramm haben wir? 250 Gramm? Nee, warte mal, wo steht das? Ah, da, genau, 250 Gramm. Es ist nicht so säurig, so wie die anderen und geht runter wie Butter bei mir, sage ich. Beste. Ich werde mich jetzt gleich duschen gehen erstmal, weil ich habe echt gut trainiert, voll verschwitzt bin ich. Und dann werde ich mir was zum Frühstück machen. Ich werde mir Pancakes machen, weil ich einfach aktuell süchtig nach Pancakes bin. Ich esse jeden Tag Pancakes, also bin so süchtig davon. Manchmal esse ich die sogar zweimal am Tag, weil ich so süchtig davon bin einfach. Jetzt gehe ich mich duschen und erstmal ausziehen. Meine Freundin hat mir diese wunderbaren Karottensaft gemacht. Ah, mh. Und vorhin war grau und sehr stark bewölkt und jetzt auf einmal kommt die Sonne. Wenn das nicht ein Zeichen ist, dass ich jetzt diese Polaroids-Bilder für die Modelagentur mache, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, ich werde diesen Zeichen aufnehmen. So, ich habe jetzt hier einmal die schwarze Jeans. Das sind einfach so eine basic schwarze Jeans. Oder so eine schwarze Anzugshose. Ich muss mal gleich gucken, welche am besten sind. Ich glaube, dass ich vielleicht doch eher die Anzugshose anziehe. Schauen wir mal. Ich habe mich jetzt für die schwarze Jeans entschieden, weil die sind so ein bisschen schmaler geschnitten und da wirkt man auch ein bisschen schlanker. Ja, keine Ahnung, mein Gefühl sagt mal, die schwarze Jeans sind besser geeignet dafür gerade. Das ist, glaube ich, der einzige, einfachste und natürliche Hintergrund, den ich gerade habe in meiner Wohnung, weil sonst überall sind Regale, Pflanzen oder Bilder. Normalerweise muss man auch einfach so weißes Hintergrund haben. Es muss sehr clean sein und einfach so sehr natürlich wirken. Sollte eigentlich passen von Ding her. So Freunde, die Bilder habe ich gemacht. Erst wenn man sich wieder auf die Kamera sieht, dann wird dir so bewusst. Also man sieht dann auf einmal die Dinge so, woran du arbeiten musst, so was du verbessern kannst. Und mein Kopf war gerade so, das muss ich verbessern, das muss ich besser machen. Bauch muss definierter sein, das, Teile schmaler und so alles und so weiter und so fort. Aber am Ende wusste ich das ja schon im Endeffekt und habe ich einfach drauf geschissen und gesagt, so ich
Ich mache einfach ein paar Bilder, ein paar ganz normale Polaroid-Bilder und ich gucke einfach mehr dann das Endergebnis, ob es mir gefällt oder nicht. Und wenn es mir nicht gefällt, dann mache ich das in dem Monat wieder, da ist meine Form schon besser und dann mache ich es einfach in dem Monat wieder. So, und wenn es mir gefällt, dann behalte ich die und bewerbe mich ein paar Uhren und so, einfach ohne Stress, ohne Druck, auf entspannt. Also das wird ja schon, ne? Deswegen, ich werde mir jetzt auf jeden Fall die Pancakes gönnen. Ich habe jetzt echt wirklich einen riesen Hunger. Langsam kommt die schlechte Laune, muss ich sagen, wenn ich jetzt nicht gleich was esse. Deswegen werde mir jetzt mein Frühstück gönnen und ich chill jetzt hier ein bisschen auf. Nebenbei muss ich auch ein bisschen die Kamera laden, weil die Kamera hat schon keinen Akku. Yes, jetzt wird auf jeden Fall erstmal gegessen. Was ist Ihr Name? Das ist zu schwer. Woher soll ich denn wissen, wen ich aussuchen soll? Was sind die fünf? Das hat nicht funktioniert. Also haben sich diese Familie und diese Gruppe. Brauche ich was zum Schneiden. Köstlich. Sieht echt gut aus, muss ich sagen. Mit Hafermehl. Ich habe es bis jetzt immer mit Buchweizenmehl gemacht. Dieses Mal mit Hafermehl. Sieht super aus und schmeckt auch richtig gut, Alter. Boah, guten Appetit, Schatz. Guten Appetit. Ah, ist das cool. Es hat angefangen zu regnen und man ist entspannt zu Hause, man ist nirgends unterwegs. Das ist am schönsten. Wenn man sich das dann gemütlich macht, so zu Hause und es regnet, ist am besten, finde ich. Ich wollte ein bisschen mir die Sachen angucken, beziehungsweise die Bilder, die wir vorhin gemacht haben, die Polaroids-Bilder. Aber den ganzen Tag, also was heißt den ganzen Tag, aber über 4 Stunden, 5 Stunden, lädt gerade das Video von Jasmin hoch und ihr YouTube-Video kommt dann morgen. Deswegen lasse ich das einfach mal und ich gucke mir das morgen. Bin echt gespannt auf die Bilder, ob es mir gefallen wird oder nicht. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch. Ja, wie gesagt, es wird sich einfach geben, es wird sich einfach zeigen, ob die cool sind oder nicht. Am Ende war es trotzdem gut. Und es war auch ein Versuch, ne? Es war ein Versuch wert am Ende. Das ist das Wichtigste, finde ich. Und ja, Freunde, wir haben schon 20 Uhr. Die Pizza war richtig geil, muss ich sagen. Die war echt lecker, eine schöne Pizza mit Thunfisch. Pizza Tonno. So mit Hafermehl war auf jeden Fall ganz gut. Ich glaube, ich werde das öfter machen, so mit Hafermehl. Da war auch gar nicht so viel Teig. Der Teig war relativ dünn und da war richtig mit Käse geballert, habt ihr ja gesehen. Mozzarella, Käse, Ziegenreibenkäse und so und das hat schon richtig gut geschmeckt. Also wirklich sehr guter Geschmack. Ich war voll überrascht, muss ich sagen. Sonst, wenn ich Pizza mache, jetzt auf die gesunde Art, mache ich das immer mit Buchweizenmehl und es hat halt natürlich Buchweizenmehl und Hafermehl, das sind echt schon sehr unterschiedlich. Die haben schon echt einen komplett anderen Geschmack. Ich war ein bisschen skeptisch am Anfang, weil ich dachte, okay, mit Hafermehl, vielleicht wird das irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, so wabbelig sein oder es wird irgendwie so komisch weich sein oder irgendwie vom Geschmack her wird das irgendwie nicht so ganz passen. Aber es hat doch ganz gut gepasst. Es hat auf jeden Fall sehr gut gepasst und ich würde das auf jeden Fall nochmal machen. Ich wollte auch eigentlich ein Outfit shooten, aber ja, das habe ich jetzt heute nicht geschafft. Ist auch nicht so schlimm, mache ich dann am Wochenende. Wir haben heute Donnerstag. Ich werde das dann wahrscheinlich dann Sonntag oder so machen. Da ist es immer am coolsten, finde ich, zu shooten, unterwegs, draußen.
Bilder zu knipsen ist am besten, einfach weil am Sonntag nicht so viele Menschen rumlaufen und man hat einfach seine Ruhe. Es macht schon einen Unterschied, wenn man unter die Woche unterwegs ist und man sich vornimmt, irgendwie irgendwo Bilder zu knipsen oder allgemein Content zu machen draußen. Es ist schon anders. Am Sonntag ist es immer ruhig. Und bis jetzt habe ich am Sonntag immer die besten Bilder oder das beste Content allgemein gemacht für Instagram und so. Ja, Freunde, ich habe auch das Gefühl, dass seitdem ich auch YouTube mache, also was heißt, ich habe auch so nicht das Gefühl, also Bro, was redest du da gerade? Also ich habe einfach ein bisschen, seitdem ich YouTube mache, TikTok und Instagram ein bisschen vernachlässigt, weil ich bin halt so fokussiert mit YouTube und ich mache mir halt immer so Gedanken, so was kann ich als nächstes machen, damit es nicht mehr so langweilig wird. Und manchmal verzweifle ich auch daran und denke ich, okay, ich zeige immer das Gleiche und es ist schon ein bisschen langweilig und so. Aber ja, am Ende geht es ja auch um das Leben in meinen 20ern und das ist halt mein Kapitel. Das ist halt auch mein digitales Tagebuch. Ich dokumentiere das einfach und alles, was ich mache, nehme ich auf, so mäßig, ne? Und am Ende muss ich sagen, dass man hat dann nur kurz der Gedanke, dass es kurz langweilig ist, beziehungsweise man denkt halt, okay, das ist so wieder das Gleiche und so und so und so und dann denkt man halt kurz, okay, das ist langweilig, so denke ich das halt, aber nachdem ich dann halt so meinen Vlog geschnitten habe und es ist zu Ende bearbeitet ist, sehe ich dann das Endergebnis und dann bin ich schon echt froh. Also dann bin ich schon echt so cool, so gefällt mir. Natürlich gibt es auch ein Video, der mehr oder weniger mir gefällt, ist auch klar, ist glaube ich bei jedem so. Ich glaube auch ein Künstler hat auch seine Favoriten und damit will ich einfach nur sagen, so nicht jeder Song, den er rausbringt, der rausdroppt, ist die geilste für ihn. Versteht ihr, was ich meine? So, es gibt immer einen Song oder ein Video, der immer cooler als der andere ist, ne? Und das wird auch immer so bleiben, das ist einfach, das gehört dazu und am Ende des Tages, meiner Meinung nach, ist es wichtig, dass man das halt fühlt und das ist dann das Wichtige, weil das ist einfach der Motto. Ja, Freunde, es ist gerade einfach so ein cozy Abend, würde ich mal sagen. Ich werde dann auf jeden Fall dann mit meiner Freundin gleich, wenn wir einen coolen Film schauen. Wir haben vorhin wie heißt er nochmal? Doctor Strange geschaut. Ich bin halt so ein richtiger Marvel-Fan. Hat der eine oder andere bestimmt mitbekommen. Spider-Man, ja klar. Aber so allgemein Marvel fühle ich schon echt sehr. Und Doctor Strange ist auch schon hat mich irgendwie nie so richtig interessiert, sag ich mal. Und wir haben ja gestern den ersten Teil angeschaut und jetzt vorgestern wir den ersten Teil angeschaut und vorgestern haben wir den zweiten Teil angefangen und vorhin haben wir den zweiten Teil beendet. Und es ist schon echt ganz cool. Auch gar nicht so, also ich hab das komplett underrated, muss ich sagen. Also es ist schon echt ein geiler Film, also ein geiler Typ, Alter. Der Doctor Strange ist schon echt ein krasser Typ. So, Marvel ist schon echt, ich liebe Marvel. Es gibt mir einfach so ein schönes Gefühl. Es ist einfach so ein Mix aus Kinderheit, ein Mix aus, ich weiß nicht, so Superhelden und so. Schon, ich lieb's einfach. Es strahlt einfach was Gutes und gibt mir auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Ich hätte jetzt ein paar Bilder bearbeitet, ehrlich gesagt, aber ja, was soll man machen? Und das Video ist auch wichtig. Soll erstmal hochgeladen werden, das Video von meiner Freundin und dann schaue ich mir die Bilder. Ich bin ja gespannt, wie das wird. Zum Beispiel, was ich halt von der Modelagentur erwarte, ist halt, dass also meine Erfahrung bis jetzt, ich war 2 Jahre mit der Modelagentur unter Vertrag hier in Hamburg und am Anfang, ich habe immer so voll viele Anfragen bekommen, der ein oder andere war immer abgelehnt oder was weiß ich, aus anderen Gründen, es hat nicht geklappt und so, aber so hatte auf jeden Fall ein paar gute Jobs. Mein allererster Job war für Snipes. Das war schon echt ein cooler Job, so auch für die Erfahrung zu sammeln, war schon echt ganz cool. Aber dann so nach ein Jahr oder 1,5 hat sich das so sehr in die Richtung entwickelt und habe auch gemerkt, so ich bekomme nicht so viele Anfragen und so. Und da habe ich auch einfach gedacht, so okay, ich glaube, ich muss einfach die Agentur wechseln. Ich glaube, es ist einfach ein Zeichen. Irgendwann kommt man halt an den Punkt, da muss man einfach die Luft wechseln. Ich habe auch einen Kumpel, der auch in die gleiche Agentur ist. Den habe ich auch beim Shooting kennengelernt und der hat auch tatsächlich das gleiche wie ich gehabt und hat auch die Agentur gewechselt und so. Und passiert halt manchmal, ne, dass das dann irgendwann halt nicht mehr so gut läuft. Und ja, und dann hatte ich halt seit langem einfach diese Gedanken in meinem Kopf, dass ich eine neue Modelagentur brauche. Aber ich bin halt nicht dazu gekommen, irgendwie Bilder zu machen, weil ich mich irgendwie, keine Ahnung, ich habe immer gedacht, so wie ich auch vorhin gesagt habe, in den letzten Clip, ja, dass ich halt die Form noch verbessern möchte. Wegen das ein oder andere Grund habe ich das halt immer vergessen.
vergessen, keine Ahnung. Es war auch nicht so wirklich so eine Priorität, muss ich sagen, weil ich halt sehr im Fokus war mit Social Media und dann habe ich halt auch mit YouTube jetzt angefangen. Seit knapp 2 Monaten mache ich jetzt schon YouTube. Das ist so krass, Alter. Die 2 Monate sind so schnell vergangen. Das ist crazy. Ich glaube, ich habe schon 12 oder 13 Videos gepostet mittlerweile. Weiß ich gar nicht. Aber ja, Freunde, es fühlt sich gut an. Es ist schon richtig so alles. Freut mich auch, dass ich das gerade mache. Und immer wieder, wenn ich ein YouTube drehe, fühlt sich das einfach gut an. Und ich glaube, dass es am Ende des Tages auch das Wichtigste ist. Einfach das Gefühl, was man dann was man einfach hat. So, sage ich mal. Ja, und deswegen hat es einfach nicht geklappt mit der Modelagentur, aber ich hoffe, ich gucke mal, wie die Bilder sind oder wie die sein werden und bin dann gespannt. Ich habe schon 1, 2 oder beziehungsweise so 2, 3 vor. Also ich habe schon so 1, 2 im Kopf, wo ich mich bewerben möchte, hier in Hamburg und so und mal gucken, was mich dann da so erwartet. Ja, vor allem auch, muss ich auch sagen, seitdem ich so mit YouTube mache, inspiriere ich mich auch ganz viel auch an anderen Creators und ich schaue auch ganz viele andere YouTuber so, die auch so diese Art von Content machen wie ich, Day in the Life und die auch sehr viel Vlogs machen und so. Und inspiriere ich mich auch sehr viel und gleichzeitig inspiriert mich das auch über mein Leben, indem ich halt so meine Routine wechsle, so wie jetzt zum Beispiel im letzten Vlog 6 AM Morning Routine war auch ein cooles Video, fand ich. Für mich war das auch so eine kleine Challenge für mich selbst und so und ich glaube, es werden schon neue auf die Art und Weise von solche Videos rauskommen. Ja, aber so an sich einfach allgemein so inspirierend alles, seitdem ich YouTube mache, muss ich sagen. Dass man sich einfach so auch immer verbessern möchte und gleichzeitig auch zum Beispiel man hat diesen einen Tag, zum Beispiel jetzt in meinem Fall, ich höre immer am Donnerstag auf und man hat immer so meistens so, wie soll ich sagen, es kommt immer so der eine oder andere Donnerstag, wo man sich so denkt, oh nee, trainieren, heute habe ich ja irgendwie gar keinen Bock so. Und es muss ja auch gar nicht so wie so ein Muss, so, versteht ihr so, das muss sich gar nicht so wie dieses, ich muss es machen, ich muss es unbedingt machen, fühlen, sondern ich habe einfach gelernt mit mir selbst, mir zu sagen so, ich muss nichts, sondern ich darf es. Und seitdem ich das in meinen Kopf so reinbekommen habe, macht das so einen riesen Unterschied, weil immer wenn ich dann so keinen Bock habe auf Training, dann denke ich mir so, Bro, du musst nichts. Verstehst du? Du musst nichts, aber du darfst es. Und das macht so einen riesen krassen Unterschied, dass ich dann gleich direkt meine Sache packe und direkt losfahre, weil es ist einfach so, dieser Satz hat einfach so eine starke Bedeutung und es ist so motivierend für mich einfach, weil in dem Moment wird mir immer so bewusst, ich bin gesund, ich bin fit, ich bin dankbar, dass ich so bin, wie ich bin und alles andere sind eigentlich nur Ausreden und es gibt da draußen Menschen, die in einem viel schlimmeren Zustand sind oder was ich gerade, wo sie sich befinden und die gar nicht die Möglichkeit haben zu, sage ich mal jetzt, das zu machen, zu trainieren zum Beispiel. Und deswegen, ja, und das reicht mir dann aus und dann in meinem Kopf schaltet sich da irgendwas an so und dann gehe ich los und das motiviert mich auf jeden Fall richtig krass und gleichzeitig auch mit YouTube natürlich auch. Das motiviert mich natürlich auch, weil wenn ich mir einen Vlog vorplane, dann nehme ich mir das auch auf so. Ich sammle halt so ein paar Ideen, ich gucke so, was ich machen möchte an dem Tag und wenn da auf jeden Fall auf den Tag, also auf dem Zettel steht Training, dann ziehe ich das auch durch, weil einfach so durchgezogen werden muss auch, ne? So, weil man sich dann auch so denkt, ja, das ist halt so ein bisschen dieses, finde ich so, dass YouTube motiviert dich auch, was das angeht, so finde ich persönlich. Das wollte ich ja noch vorhin, stimmt, das habe ich ja noch vorhin erwähnt und dann bin ich irgendwie auf das andere Thema gegangen und habe das irgendwie voll vergessen, was ich sagen wollte, dass ich unbedingt auch, weil ich auch mein Insta und mein TikTok so ein bisschen vernachlässigt habe, seitdem ich YouTube mache, ich muss das wirklich wieder unbedingt in den Griff bekommen, weil ich da auf jeden Fall noch sehr stark wachsen möchte und mein Ziel war schon immer, das heißt schon immer, aber mein Ziel ist schon locker seitdem ich jetzt mit Social Media angefangen habe. Ich habe jetzt mit Instagram, also so richtig mit Instagram habe ich jetzt vor 2,5 Jahren angefangen. Aber vor 3,5 Jahren so ungefähr habe ich schon angefangen zu posten. Ich habe angefangen, so sage ich mal, so professionelle Bilder zu posten und so ein bisschen immer so Shooting hier, Shooting da. Da habe ich auch einen Kumpel gehabt, der mich sozusagen unterstützt hat am Anfang und mich immer Bilder geknipst hat von mir und mich da sehr stark unterstützt hat und mich auch gleichzeitig
gleichzeitig motiviert hat, überhaupt diesen Weg zu gehen. Das war auf jeden Fall der Anfang für mich und dann irgendwann ein Jahr später oder so habe ich das mit dem Reels angefangen und das mit dem Reels und mit dem Videos machen war für mich dann so eine ernste Sache, so dass ich das immer so mir vorgenommen hatte, immer so alle 2 Tage, manchmal auch jeden Tag immer ein Video zu posten für meine Reichweite, um zu wachsen und so weiter und so fort. Das habe ich halt so ein bisschen vernachlässigt und ich möchte wieder ein bisschen häufiger posten auf die beiden Plattformen. Das muss ich auf jeden Fall machen, auch gerade mit TikTok und so. Bei mir kommen sehr gut diese Haarstyle-Videos und Looks-Inspo und so und solche machen mir auch immer Spaß zu machen. Die muss ich unbedingt öfter machen und ja, ich muss da wieder so eine Balance finden, dass ich das halt irgendwie mit meinem YouTube richtig im Griff kriege, dass ich halt unter der Woche Content für Insta und für TikTok mache und gleichzeitig auch für YouTube und dass da nichts irgendwie vernachlässigt wird, sondern dass da alles so sozusagen gleichzeitig auf alles so Fokus gegeben wird halt, ne? Aber ja, das kriege ich auf jeden Fall schon hin. Irgendwie hat gerade dieses Talk hier gut getan. Ich werde jetzt rüber zu meiner Freundin gehen. Wir werden jetzt einen coolen Film schauen. Dann chillen ein bisschen auf der Couch. Und ich werde doch, glaube ich, demnächst auch einschlafen. Ich bin auch ein bisschen kaputt. Vielleicht liegt es einfach an dem Wetter oder an dem Training und so. Keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen so erschöpft und der Körper braucht einfach ein bisschen mehr Ruhe. Aber ja, ich hoffe, das wird euch gefallen. Wenn ja, vergesst nicht zu liken und zu abonnieren. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Und ja, Freunde, das war's für heute. Lasst euch gut gehen und bis dann.